Gesundheit braucht Verstand. Ihr kennt das. Ihr sitzt zu fünft im Garten und am nächsten Morgen ist einer übersät mit Mückenstichen und meistens immer dieselben. Und die Erklärung, die ihr kennt, der hat so süßes Blut. Das hört sich gut an, nur stimmt es nicht. Die Mücke interessiert sich überhaupt nicht für euren Blutzucker. Was sie wirklich anlockt, ist etwas, was ihr gerade in diesem Moment tut und worüber ihr gar nicht nachdenkt. Ihr atmet und mit jedem Atemzug schickt ihr ein Signal, das sie über mehrere Meter findet. Heute erklären wir 3 Dinge, warum es ausgerechnet euch trifft, und das hat tatsächlich mit eurer Atmung zu tun. Warum ein Stich überhaupt juckt, und das ist nicht der Stich, sondern eure Abwehr, und was wirklich gegen den Juckreiz hilft und wie ihr die Stiche am besten von vornherein vermeidet. Das untersuchen wir nach dem, was belegt ist und nach dem, was einfach nur auf der Verpackung steht. Und am Ende kommen wir noch zu einer Mücke, die gerade dabei ist, sich in Deutschland breit zu machen. Bleibt dran! Fangen wir mal von vorne an. Wie findet euch überhaupt eine Mücke? Sie kann ja nicht gut sehen und ist meterweit von euch entfernt. Die Antwort ist über euren Atem, über Kohlendioxid, das CO2, das ihr ausatmet. In eurer Ausatmungsluft steckt ungefähr 100 Mal mehr CO2 als in der Umgebungsluft. Stellt euch das wie eine Fahne aus CO2 vor, die ihr ständig vor euch hertragt. Für die Mücke ist das ein Leuchtturm. Sie hat eigene Sinneszellen nur für CO2, und sobald sie diese CO2-Fahne wahrnimmt, gerät sie in den Jagdmodus und fliegt direkt gegen den Wind auf euch zu. Und die Mücke arbeitet sich in 3 Stufen an euch heran. Stufe 1, aus der Ferne das CO2. Über mehrere Dutzend Meter, das schaltet sie an und gibt ihr die grobe Richtung. Stufe 2, sie nähert sich an, fängt an euch zu sehen, in der Regel allerdings nur als Silhouette. Die Stufe 3, im Nahbereich, wenige Zentimeter von eurer Haut entfernt, eure Körperwärme, die feuchte Haut und die Gerüche der Haut. Erst das entscheidet, wo genau sie landet und wo sie sticht. Dass manche Menschen wahre Mückenmagneten sind, das ist wahr und das ist gemessen. In einer kontrollierten Untersuchung hat man Menschen nämlich mehr als 1 Jahr getestet. Der attraktivste Proband zog 100 Mal mehr Mücken an als der unattraktive. Und diese Rangfolge, die blieb stabil, egal was die Leute aßen und wie sie sich und womit sie sich wuschen. Es gibt sie also wirklich, die Mückenmagneten. Aber warum? Hier ist der Mythos endgültig beerdigt. Die Mücke kommt gar nicht ans Blut, bevor sie sticht. Sie findet euch vor allem über den Geruch eurer Haut. Und der entsteht vor allem aus Carbonsäuren, und das sind saure Stoffe, die euer Schweiß in Verbindung mit Bakterien auf eurer Haut bilden. Genau auf diese sauren Duftstoffe springen ihre Geruchssensoren an, und je mehr es davon gibt, desto eher werden sie gestochen. Es geht also nicht um süß im Blut, sondern um sauer auf der Haut. Es gibt aber noch einen zweiten Hebel, und der führt uns wieder zurück zum Atmen. Wer mehr CO2 ausatmet, ist für Mücken leichter zu finden. Und wie viel CO2 ihr ausatmet, hängt an eurer Körpergröße, an eurer Aktivität und letztlich an eurem Stoffwechsel. Das erklärt 2 Beobachtungen aus dem Alltag. Erstens, Schwangere werden in der Regel häufiger gestochen. Vermutlich, weil sie eine höhere Atemfrequenz haben und ihre Haut etwas wärmer ist. Zweitens, und das kennt jeder, wenn ihr euch beim Grillabend bewegt, Volleyball spielt oder irgendwie anders ins Schwitzen kommt, werdet ihr zum Ziel. Dann steigt alles gleichzeitig. CO2, die Körperwärme, der Schweiß und die Milchsäure auf eurer Haut, die zusammen mit dem CO2 die Anziehungskraft noch verstärkt. Ist ein Ventilator in eurer Nähe,
dann kann tatsächlich dieser Duftstoff und natürlich das CO2 sehr gut verteilt werden und die entdecken euch nicht so einfach. Hinzu kommt auch noch, dass sie gegen einen Luftwiderstand anfliegen müssen und das machen die nicht so gerne. So, und jetzt zu den Tricks, die man überall hört, aber die meisten davon bringen relativ wenig. Vitamin B schlucken, Knoblauch essen, Bierhefe, alles nicht belegt. Vergesst es also. Dann die ganzen Gadgets, Ultraschall-Apps, Armbänder. Die Mücken können den Ton überhaupt nicht hören. Zitronella-Kerzen wirken kaum und sind beim ersten Windhauch ausgepustet. Und die elektrischen Insektenkiller im Garten, die killen überwiegend nützliche Insekten. Die Mücken machen da nur ein paar Prozent aus. Und die viel zitierte Blutgruppe, da gibt es nur wenige widersprüchliche Hinweise. Einige Studien wurden sogar zurückgezogen, weil kein Nachweis zu erbringen war. Auf diese Dinge ist kein Verlass und sie lassen sich als Tatsache natürlich nicht verkaufen. Und was Alkohol angeht, ein Bier macht euch nachweislich attraktiver für Mücken. Interessanterweise weiß aber niemand warum. Am CO2 liegt es nicht. Und jetzt der Punkt, der mich am meisten reizt. Ich beschäftige mich ja seit Jahren unter anderem mit der Atmung. Und was, wenn der Grund, warum manche von euch mehr gestochen werden, auch tatsächlich mit der Atmung zusammenhängt? Zählt mal mit mir 1 und 1 zusammen. Erstens, die Mücke jagt nach eurem CO2 und nach der Milchsäure auf eurer Haut. Das wisst ihr jetzt. Zweitens, wer durch den Mund atmet, neigt zur Überatmung und dadurch wird mehr CO2 freigegeben und ausgeatmet. Und das Blut tendiert in die basische Richtung. Das hat eine Folge. Der Sauerstoff wird schlechter ans Gewebe abgegeben. Und der Stoffwechsel kippt etwas vom aeroben, also mit Sauerstoff arbeiten, in den anderen anaeroben Zustand ohne Sauerstoff. Genau dabei entsteht vermehrt Milchsäure. Und wenn der Körper diese Milchsäure wieder abpuffert, wird daraus zusätzliches CO2. Genau diese zwei Stoffe sind die, wodurch euch die Mücke findet. Jede einzelne dieser Stufen ist belegt. Nur die direkte Verbindung, dass Mundatmer deshalb wirklich öfter gestochen werden, die hat noch niemand untersucht. Und wenn einer Gelegenheit hat und mal eine wissenschaftliche Arbeit darüber schreiben will, der soll es doch mal tun. Und jetzt zum Juckreiz. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was da eigentlich in eurem Körper passiert, dass es überhaupt anfängt zu jucken? Denn das Überraschende ist, nicht der Stich selbst juckt, sondern das ist eure Abwehr. Und jetzt etwas, das viele nicht wissen, es sind ausschließlich die Weibchen, die stechen. Die Männchen können es gar nicht. Ihr Stechrüssel ist viel zu schwach für eure Haut. Und das Weibchen will euer Blut nicht als Nahrung, satt wird es vom Pflanzensaft. Sie braucht euer Blut als Eiweiß, als Baumaterial für ihre Eier. Nur dafür sticht sie überhaupt. Und damit euer Blut beim Saugen nicht sofort gerinnt, spritzt sie etwas Speichel in die Wunde. Und in diesem Speichel stecken fremde Eiweiße, die von der Mücke. Und jetzt stellt euch euer Immunsystem mal so vor wie einen guten Wachhund, der darauf aufpasst, dass nichts Fremdes in euren Körper kommt. Der entdeckt diese Eiweiße und schlägt sofort Alarm. Bestimmte Abwehrzellen in eurem Körper, sogenannte Mastzellen, schütten dann Histamine aus. Das sind unter anderem Botenstoffe des Immunsystems. Und dieses Histamin reizt eure Nervenenden in der Haut und dann habt ihr plötzlich dieses Jucken, die Quaddeln und die Rötungen. Ja, das, was man eigentlich so kennt. Im Grunde genommen ist das ähnlich wie bei einer Allergie. Ein falsches Reagieren des Immunsystems auf einen Eindringling, der euch eigentlich gar nichts tut. Der Wachhund vertut sich und schlägt Alarm, wo eigentlich gar keine große Gefahr ist. Das erklärt auch, warum manche heftiger reagieren als andere. Eure Reaktion auf Mückenstiche verändert sich nämlich im Laufe des Lebens. Bei Kindern ist das Immunsystem in diesem Punkt
noch längst nicht so weit angelernt. Und deswegen reagieren die oft besonders stark mit richtig dicken Quaddeln. Mit den Jahren und vielen Stichen lernt der Körper dann, mit den heimischen Mücken umzugehen. Er lernt, sie richtig einzuschätzen. Und die Reaktion fällt schwächer aus. Deshalb erwischt es euch im Urlaub manchmal heftiger. Das sind fremde Mücken, die euer Körper gar nicht kennt. Und vorsichtig sein müsst ihr damit. Wenn eine Stelle stark anschwillt und heiß wird, sich großflächig entzündet, dann müsst ihr unterscheiden, ob das noch eine allergische Reaktion ist, das sogenannte Skeeter-Syndrom, was nach einigen Tagen abklingt, oder ob sich die Stelle bakteriell entzündet hat. Bei dem zweiten sollte ein Arzt seinen Blick drauf werfen. Denn nicht alles, was dick ist nach einem solchen Stich, ist harmlos. Was hilft jetzt gegen den Juckreiz? Mein Favorit, weil ganz ohne Chemie und unbedenklich konzentrierte Hitze. So ein kleiner Hitzestift, der erzeugt punktuell fast 50 Grad und den hält man genau auf die Einstichstelle für ein paar Sekunden und der Juckreiz lässt nach. Das haben viele Untersuchungen tatsächlich nachgewiesen, dass das gut funktioniert. Und jetzt der spannende Teil. Warum wirkt das? Auf zwei Wegen. Zum einen verändert die Hitze die Eiweiße aus dem Mückenspeichel, so dass weniger Histamin nachkommt, und das ist der Teil, der den Juckreiz nachhaltend wegnimmt. Zum anderen überlagert die Hitze eure Wärmefasern und sie überlagert das Jucksignal. Das ist dasselbe Prinzip wie beim Kratzen, nur dass ihr mit dem Stift die Haut nicht aufkratzt. Und das ist der Teil, der tatsächlich sofort wirkt. Beides erklärt, warum eine einzige Anwendung reicht und der Juckreiz dann auch tatsächlich wegbleibt. Mein praktischer Rat: habt solch einen Hitzestift dabei und nutzt ihn, wenn es juckt. Je früher, desto besser. Und das aus zwei Gründen. Dann sind die Speicheleiweiße noch frisch und dicht unter der Oberfläche. Dort, wo die Hitze sie gut erreichen kann, und ihr kratzt es gar nicht erst auf. Denn jedes Kratzen facht die Reaktion weiter an. Und dann juckt es immer weiter und wieder. Aber keine Sorge, wenn ihr da nicht sofort den Stift zur Hand hattet. Er wirkt auch noch einige Zeit später. Eine ehrliche Einordnung gehört natürlich dazu. Die Hitze lindert den Juckreiz, aber sie heilt nicht. Und sie ersetzt bei einer stark allergischen oder entzündlichen Reaktion nicht den Arztbesuch. Aber es wirkt als erster Angriff bei einem normalen Stich gegen den Juckreiz. Wenn ihr aber vorher schon Stiche vermeiden wollt, gibt es zwei chemische Wirkstoffe, die wirklich gut funktionieren. Der eine heißt DEET und der eine Icaridin. Die Gadgets von vorher und die meisten natürlichen Mittel könnt ihr euch in der Regel sparen. DEET ist der Klassiker und im Grunde genommen ein Mittel, was beim Militär eingesetzt wird. Das wurde für die USA-Armee speziell für den Dschungelkrieg entwickelt. Es wirkt auf zwei Wegen. Es vernebelt der Mücke den Geruchssinn. Eure CO2- und Milchsäurefahne wird für sie unsichtbar. Und sie riecht zusätzlich das DEET selbst und meidet das. Also Tarnkappe und Abwehr in einem. Zwei Dinge sollte man aber wissen. Mehr ist nicht besser. Das Militär ging sogar von einem Mischungsverhältnis 75% auf 33% zurück. Entscheidend war, wie lange es anhielt. Und über 50% hat nichts mehr gebracht. Und zweitens, ein entscheidender Punkt, der hängen bleibt. DEET löst Plastik an, Brillengläser, Displays, Synthetik, Baumwolle und Wolle allerdings nicht. Also mit Polyester-Trikots müsste man schon vorsichtig sein. Auf der Haut ist es aber trotzdem sicher und das ist gut untersucht. Und jetzt wisst ihr, womit ihr es zu tun habt. Am besten nicht ins Gesicht sprühen und von Kunststoffen fernhalten. Icaridin wirkt etwa gleich gut, nur sanfter. Es ist die reine Tarnkappe, es maskiert eure Duftspur, ohne dass die Mücke es stark riechen kann.
Deswegen ist es insgesamt geruchsärmer, hautfreundlicher und greift kein Plastik an. In beiden Fällen gilt aber, der Schutz hält ein paar Stunden und dann muss man wieder nachlegen. Mein erster Griff ist immer das, was ganz ohne Wirkstoff auskommt. Die richtige Kleidung. Kleidung, die die Haut bedeckt. Und die Brutstätten der Mücken trockenlegen. Aber dazu gleich mehr. Und wo das nicht wirkt, lohnt der Blick auf diese zwei Mittel, die wirklich wirken. Beim normalen Sommer reicht für die meisten Ecardin als adäquates, angemessenes Mittel aus. Das ist auch die sanftere Wahl für Schwangere und kleine Kinder. Schaut einfach hinten auf die Packung, welcher Wirkstoff in dem Produkt drinsteckt. Mit den heißer werdenden Sommern hier in Deutschland und der Zunahme von Tigermücken kann es aber notwendig sein, dass wir auch hier stärkere Präparate, also DEET-Präparate, benötigen. Was früher eine Tropenausrüstung war, rückt langsam vor die eigene Haustür. Und noch ein paar praktische Dinge bei Babys und Kleinkindern. Am besten gleich mit Netzen abdecken und gar keine Chemie verwenden. Eine Altersangabe steht auf den meisten Produkten drauf. Und sprüht es euch nie ins Gesicht, sondern sprüht es auf die Hände und tragt es dann auf. Und wenn ihr Sonnencreme verwendet, dann am besten zuerst die Sonnencreme auftragen und danach das Mückenmittel. Bisher war die Mücke hier bei uns vor allem eins: nervig. Das ändert sich gerade und dass es hier im Sommer wärmer wird, das habt ihr gerade erst gespürt. Ende Juni hatte Deutschland mit 41 Grad die höchsten Temperaturen seit der Wetteraufzeichnung. Genau diese Erwärmung verschiebt auch die Mückenwelt, denn eine eingewanderte Art breitet sich aus, die asiatische Tigermücke. Schwarz-weiß gestreift und anders als unsere heimischen Mücken ist sie tagaktiv. Die sticht euch also auch mittags im Garten und nicht erst in der Dämmerung. Sie rückt mit dem milder werdenden Klima nach Norden vor. Schätzungsweise einige Dutzend Kilometer im Jahr und ist 2025 in mehreren Bundesländern fest angekommen. Warum das fehlt? Diese Mückenart kann Krankheiten übertragen, die wir bisher nur aus dem Urlaub kannten. Dengue, Chikungunya, das sind gefährliche Krankheiten. Im Juli 2025 gab es im Elsass, nahe der deutschen Grenze, einen Fall von Chikungunya. Und der wurde vor Ort übertragen, ohne dass der Betroffene vorher gereist war. Und die Wärme hilft ihr doppelt. Sie kommt weiter nach Norden und je wärmer es ist, desto schneller wird eine infizierte Mücke überhaupt ansteckend. Aber jetzt die ehrliche Einordnung, ich will keine Panik machen. Erstens zählt der langfristige Trend und nicht der einzelne Hitzetag. Feucht, warm, mit viel Regen bringt mehr Mücken. Extreme Dürre kann sie örtlich sogar dezimieren. Kein Wasser, keine Brut. Und zweitens, in Deutschland gab es bisher keine lokale Übertragung durch die Tigermücke. Das Potenzial besteht, die Übertragung gibt's noch nicht. Das Robert-Koch-Institut hält eine Ausbreitung für möglich, aber nicht wahrscheinlich. Also aufmerksam sein, aber nicht ängstlich. Was heißt das alles konkret? Erstens, gegen den Juckreiz den Hitzeschiff dabei haben, früh anwenden und nicht kratzen. Zweitens, gegen die Stiche Ecardin im Alltag. DEET für die Tropen, richtig aufgetragen. Und drittens, das Wirksamste gegen die Tigermücke überhaupt, und das kostet keinen Cent, nehmt ihr die Brutstätten weg. Sie legt ihre Eier in kleinste Wasseransammlungen, Blumenuntersetzer, Regentonnen, die Gießkanne, der vergessene Eimer, jede stehende Pfütze. Leert das alles regelmäßig aus. Deckt die Regentonne ab, kein Wasser, keine neuen Mücken. Und noch eine Sache, die niemand denkt, Fallobst. Gammelnde Früchte im Garten. Das sind keine Brutplätze. Zum Brüten brauchen Mücken Wasser. Aber das gärende Obst lockt die Mücken als Zuckermahlzeit an. Und gerade auch die Tigermücke. Also besser regelmäßig aufsammeln.
Und zum Schluss noch der Gedanke, der sich für mich durch das ganze Thema zieht. Es hat mich selbst überrascht, dass ausgerechnet bei einem Mückenstich am Anfang wieder die Atmung steht. Das CO2, das ihr ausatmet. Die Atmung steuert so viel mehr, als die meisten ahnen. Euren Stoffwechsel, eure Kieferform, eure Abwehr und vielleicht sogar, wie eine Mücke euch findet. Ob die Art der Atmung wirklich beeinflusst, wer gestochen wird, das ist, wie gesagt, noch nicht erforscht. Aber dass die Atmung an erstaunlich vielen Stellen mitspielt, das ist der Tenor dieses Kanals. Wer da tiefer einsteigen will, mein Video, warum Mundatmung krank macht und Nasenatmung so wichtig ist, findet ihr unten verlinkt. Gesundheit braucht Verstand. Wenn euch das Video geholfen hat, dann teilt es mit den Personen, die immer zerstochen werden. Abonniert den Kanal, Daumen hoch und drückt auf die Klingel und schreibt einen Kommentar. Seid ihr ein Mückenmagnet? Werdet ihr oft gestochen? Und was tut ihr dagegen? Und ich sage wieder, tschüss für heute.